Der vierte und letzte Teil unserer Liebesserie. Ich bin gespannt. Wir schauen heute auf die Gedankenebene, auf die nächsten Schritte, wie eure Verbindung sich weiterentwickelt, einfach was sich zeigt. Let's go. Upsi. Gott. Nochmal von vorn. Wie sieht es aus auf der Handlungsebene? Was zeigt sich? Wie entwickelt sich... Schauen, was ich mache. Wie entwickelt sich diese Verbindung? Es ist unglaublich. Ich habe mir extra schon das Golden Twin Flame Orakel noch mit rausgelegt. Damit holen wir uns auch nochmal so einen Gesamtüberblick dann ab über eure gemeinsame Verbindung. Schön. König der Münzen unterm Deck. Okay, oh, mega. Okay, nein, warte. Wir holen uns gleich noch, upsie, die Botschaft ab. Schon wieder Twin Flames. Bei den Gefühlen, im Video über die Gefühle waren, glaube ich, schon die Zwillingsflammen auch mit drin, gell? So, okay. Wie ist die Entwicklung? Was sind seine nächsten Schritte? Wie geht es weiter mit euch beiden? Wir haben hier weiterhin einen extremen Zusammenhalt, eine extreme Stabilität, Intimität, Tiefe zwischen euch beiden und das, da wurde ganz, ganz viel manifestiert, beziehungsweise das, was sich auf der materiellen Ebene manifestiert, beziehungsweise sich zeigt, das ist einfach noch mehr Verbund. Ein gemeinsamer Weg, eine gemeinsame Zusammenarbeit und ich spreche hier wirklich von miteinander an den eigenen Themen arbeiten, miteinander an der Beziehung arbeiten, für die Beziehung arbeiten, füreinander da sein. Wir haben hier ganz viel Energie von Zusammenhalt. Also, egal was kommt, bezüglich deiner persönlichen Themen oder bezüglich seiner persönlichen Themen, egal was hier kommt und egal was sich zeigt, hier zeigt sich daraufhin der absolute Zusammenhalt. Wir haben Augenöffner mit drin, wir haben das Verarbeiten von alten Themen, offene Kommunikation. War das im ersten Video, glaube ich, war das, da haben wir drüber gesprochen, da waren die 5 der Schwerter mit drin. Da hatten wir drüber gesprochen, dass es zwischen euch eine dunkle Zeit gab, eine schlimme Zeit, eine böse Zeit, wo vielleicht viele böse Worte gefallen sind oder wo man, wo der eine den anderen einfach komplett stehen gelassen hat, ignoriert hat, blockiert hat, aus dem Leben gekickt hat oder sonst irgendwas. Und das wird hier gemeinsam verarbeitet. Das wird hier vielleicht auch zur Sprache gebracht. Vielleicht offene Kommunikation auch in dem Sinne, dass er sich jetzt, dass er das wieder gut macht.
Sich entschuldigt hat er vielleicht schon zu einem anderen Zeitpunkt. Falls nicht, kommt das hier natürlich auch. Aber auf der Handlungsebene geht es nicht um irgendwelche Worte, sondern darum, dir zu zeigen, wie ernst es ihm ist. Dir zu zeigen, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Und also in guten wie in schlechten Zeiten. Ja? Nicht nur hier, wenn alles schön ist und gut läuft und rosarote, heile Welt. Nein, er geht mit dir durch Trauer und durch Verlust. Ihr geht gemeinsam durch Trauer und Verlust. Ihr meistert gemeinsam jegliche Herausforderungen, räumt gemeinsam Hindernisse beiseite, die euch eventuell in den Weg gelegt werden. Was heißt eventuell? Welcher Weg ist frei von Hindernissen? Ohne Herausforderungen geht es nicht. Ich sehe einfach nur gemeinsames Wachstum. Das ist ein tiefes Commitment. Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Und gemeinsam stellen wir uns diesem Weg, komme, was wolle. Tiefe Verbindung. Was haben wir? Twin Flames habe ich ja vorhin schon gezeigt, ist klar. Doppelt gemoppelt. Ihr seid euch auf einer Ebene oder auf mehreren Ebenen sogar so ähnlich. Vielleicht denkt ihr gleich, vielleicht fühlt ihr gleich, vielleicht spiegelt ihr euch genauso in Handlungen. Das ist ein Kann, okay? Das ist kein Muss. Aber ihr versteht einander blind. So sehr seid ihr miteinander verbunden. Wo war das jetzt hier? Ja. Auch hier zeigt sich nochmal die Verbindung. Tiefe Verbindung, tiefe Verbundenheit. Zwischen euch besteht eine Freundschaft. Und ich finde, Freundschaft, je nachdem, was man darunter versteht, ist super wichtig in einer Liebesbeziehung. Es gibt viele Paare, die können mit dem Partner nicht über die gleichen Dinge sprechen, wie zum Beispiel mit den guten oder mit den besten Freunden. Kann sein. Manche sagen auch, nee, ich möchte das gar nicht. Ich habe Themen, die ich mit meinem Partner bespreche. Ich habe Themen, die ich mit meiner Familie bespreche. Und dann habe ich andere Themen, die ich mit meinen Freunden bespreche. Genauso. Ja. Aber das, was wir hier haben, ich kann schon wieder nicht reden, Mensch, innerhalb dieser Verbindung, da schließt sich der Kreis. Ihr zwei seid Liebe, Familie und Freunde. Was das Ganze dann schon wieder noch tiefer und noch intensiver macht. Ich sag's dir, was soll ich sagen? Ich denke mir irgendwie, noch intensiver geht es gar nicht, doch scheinbar schon. Und so geht die Entwicklung hier weiter. Wir wissen, was der Ritter der Münzen für eine Energie ist. Langsam, aber beständig. Schritt für Schritt geht das immer weiter so. So schön. Und dann, was danach kommt, scheint wohl ein Geheimnis zu sein. Nee, was wir hier für eine Energie drin haben, ist, dass da noch so viel mehr kommt. Dinge, die jetzt noch nicht sichtbar sind, Dinge, die jetzt noch im Verborgenen sind. Und nein, es sind keine Schreckensgespenster oder so. Klar, Herausforderungen, Hindernisse gehören auf jeden Weg. Aber wenn ihr hier so weitergeht, wie ihr gestartet habt oder wie ihr gerade dabei seid zu starten, kann euch nichts aus der Bahn werfen. Und alles andere, was die Zukunft noch bringt, wird sich zeigen. Habt ein offenes Herz dafür, bleibt offen und, okay, Moment, eins muss ich noch dazu sagen.
Wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Teil dieser Serie das war, das mit dem Dritteinfluss. Ich höre gerade so ein bisschen die Info, es gibt Menschen im Außen, die sind mit eurer Verbindung nicht einverstanden. Triggerpunkte, Teil auch dieser Hindernisse und Herausforderungen, die ihr definitiv meistern werdet, also macht ihr da bitte keine Gedanken. Es ist aber irgendwo immer so ein bisschen, darf ich sagen, ein böses Auge auf euch beide gerichtet. Lass dich bitte davon nicht irritieren. Absolut nicht. Ich wollte jetzt was Wichtiges sagen und habe es vergessen. Ach so, genau. Ihr müsst nicht alles rausposaunen. Ihr müsst nicht alles mit der Welt teilen, gerade wenn es einige Menschen gibt, die absolut nicht einverstanden sind mit eurer Beziehung, mit eurer Verbindung, was ja überhaupt nichts angeht. Ihr müsst ihnen nicht auf die Nase binden, was jetzt eure nächste Planung ist, ob ihr jetzt zusammenzieht, ob ihr heiratet, ob ihr was auch immer macht, ja, eine Familie gründet oder auswandert oder sonstiges. Geht euren Weg gemeinsam. Ihr zwei habt euch, ihr braucht nichts und niemanden im Außen. Ihr zwei zusammen, das ist eine Einheit. Eine absolut unzerstörbare Einheit. Und das ist das Wichtigste, das ist das Einzige, was du wissen musst. Was andere im Außen sagen oder versuchen zu tun oder versuchen zu verhindern durch ihren Einfluss. Je weniger die wissen über euch und von euch, desto weniger können sie sich einmischen. Manchmal muss man von dieser Art Menschen einfach nur Abstand nehmen. Und zwar knallhart. Richtig, richtig knallhart. Ja, haben wir noch kurz Zeit? Jawohl. Ich möchte gerne für dich noch eine Seelenbotschaft abholen. Für dich persönlich. Ja, oder die? Und ist die? Nope. Wir nehmen mein Lieblingsdeck. Eine Botschaft für dich, das, was du jetzt gerade wissen musst, hören musst, empfangen musst. Okay, also, was darf ich dir mitteilen? Vergleiche dein Leben nicht mit dem Leben der anderen. Deine Reise ist deine eigene. Vielleicht sind diese Menschen, die sich da einmischen in irgendeiner Form, auch auf deiner Seite. Weißt du, das klingt so ein bisschen danach. Jeder Mensch ist einzigartig. Jedes Paar ist einzigartig, jede Verbindung ist einzigartig auf ihre eigene Art und Weise. Und Menschen im Außen hat es nichts zu interessieren, die haben sich nicht einzumischen und du musst auch deine Persönlichkeit oder dein eigenes Leben nicht mit dem Leben von anderen vergleichen. Es gibt keinen Vergleich, weil kein Mensch ist in der gleichen Ausgangsposition. Kein Mensch hat den identischen Weg. Das, was ständig versucht zu vergleichen, ist unser Kopf, aber es bringt nichts. Tritt deine Reise an, beziehungsweise gemeinsam mit deinem Gegenüber, eure gemeinsame Reise und alles andere ist egal. Was haben wir als nächstes? Ja, du bist auf einer Reise, auf einer Entdeckungsreise in Bezug auf deinen Lebenssinn, Lebenszweck, deine Berufung.
Es kann sein, dass es jetzt, also dass diese Info, diese Botschaft mit dieser Verbindung, mit dieser Beziehung, mit diesem Menschen zu tun hat, muss aber nicht sein. Vielleicht ist es ein weiteres offenes Thema, das dich gerade betrifft, was dich berührt. Der Weg ist das Ziel, heißt es. Es geht nicht darum, schon genau zu wissen, wo es hingeht oder was dort auf dich wartet. Das ist in erster Linie überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wichtig ist, deinen eigenen Weg weiterzugehen und den Weg so genussvoll wie möglich zu gestalten, das Leben zu leben. Du wirst Menschen begegnen auf diesem Weg, du wirst Hindernissen ausweichen, du wirst Erfahrungen machen, du wirst lichtvolle und dunkle Energien durchlaufen, wie auch immer. Es gehört alles dazu. Hab einfach so viel wie möglich Spaß und sei so glücklich wie nur möglich. Entdecke dich. Vielleicht auch in Bezug auf diese Beziehung. Vielleicht ist es für dich jetzt auch was Neues. Wir hatten es mal in einem der anderen Videos gesagt. Vielleicht ist es die erste gesunde Beziehung, die du führen darfst. Vielleicht hast du vorher wirklich nur den größten Müll abbekommen. Vielleicht war vorher jeder Partner ein Griff ins Klo, einer schlimmer als der nächste, so ungefähr. Dann ist auch das für dich jetzt eine neue Reise, eine neue Beziehungsreise, in der du dein volles Potenzial entdecken kannst oder beziehungsweise das volle Potenzial der Beziehung und auch deines Partners natürlich. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, und ich habe das Gefühl, dass das für dich sehr, sehr wichtig ist. Es heißt, lass die Idee los oder den Gedanken los, dass du noch nicht bereit bist. Wie gesagt, das kann jetzt was mit dieser Verbindung zu tun haben, kann aber auch sein, dass es komplett was anderes betrifft. Lass den Gedanken los, dass du noch nicht bereit bist. Es gibt nur einen richtigen Moment, es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt und der ist jetzt. Immer. Wann auch immer du eine Entscheidung treffen möchtest, wann auch immer du mit Lösungen gedanklich spielst, es gibt immer nur einen perfekten Zeitpunkt. Warte nicht. Du bist mehr als bereit. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.